Unser nächster Zwischenstopp auf unserer virtuellen Reeperbahn-Tour führt uns in das Herz des Rotlichtviertels von St. Pauli, die Herbertstraße. Verborgen hinter Metallgittern und mit eingeschränktem Zugang für diejenigen, die keiner kommerzieller Liebe kaufen wollen, haben verschiedene Videos versucht, das Geheimnis dieser gepflasterten Straße zu lüften, in der sich Sexarbeiterinnen auf Hockern sitzend in Schaufenstern präsentieren, um mit männlichen Freiern in Kontakt zu treten. In diesem Video ändern wir jedoch die Erzählung, indem wir die Herbertstraße in ihren historischen Kontext stellen. Werden wir versuchen zu erklären, warum die Lage so ist, wie sie ist, damit Besucher wissen, was sie sehen, unter anderem um zu fragen, woher sie ihren Namen hat, um zu fragen, warum die Herbertstraße die Straße in Hamburg wurde, die der Prostitution gewidmet ist, um zu fragen, wie es dazu kam, dass sie hinter Metallgittern versteckt wurde, um zu sagen, warum sie für Frauen unzugänglich gemacht wurde. Los geht's! Für diejenigen, die es nicht wissen, die Herbertstraße liegt mitten auf der Reeperbahn und bildet zusammen mit der Davidstraße und dem Hans-Albers-Platz das Rotlichtviertel von St. Pauli. Stellt euch das Szenario vor. Es ist das Ende des 18. Jahrhunderts und St. Pauli, damals noch Hamburger Berg genannt, ist kaum mehr als eine Wildnis, in der Rebschläger unter langen Reeperbahnen arbeiten, eingezwängt zwischen der Stadt Hamburg im Osten mit ihren riesigen Festungen und der bescheidenen Stadt Altona im Westen. Doch innerhalb von 2 Jahrzehnten entwickelt sich das Gebiet so schnell, dass die Namen von Männern einfach in alphabetischer Reihenfolge aus der Luft gepflückt werden, um Straßen ihre Namen zu geben. So gibt es heute die Anthonystraße, die Bernhardstraße, heute Bernhard-Nock-Straße, die Karlstraße, heute Baldwinstraße, die Davidstraße, die Erichstraße, die Friedrichstraße, die Gerhardstraße und die Heinrichstraße. Das ist die heutige Herbertstraße und Thema dieses Videos. Die Folge dieser Entwicklung, spätestens in den 1790er Jahren entstanden durch den erhöhten Fußgängerverkehr die ersten Bordellen in der Davidstraße. Während der Einmarsch Napoleons in Hamburg nur wenige Jahre später für die Stadt Hamburg mit ihren bröckelnden Festungen eine schlechte Nachricht bedeutete, war dies für die einheimischen Bordellbetreiber durchaus eine gute Nachricht, die beim Anblick tausender französischer Besetzer ihr Glück kaum fassen konnten, als neben der Heinrichstraße auch eine Kaserne für spanische Söldner eingerichtet wurde. Natürlich dauerte es nicht lange, bis einsame Seeleute, die den wachsenden Hafen besuchten, auf die lebhafte Bordellszene aufmerksam wurden. Die Folge, auch in der Davidstraße, eröffnete eine Reihe von Seemannskneipen. Das erklärt vielleicht, warum es heute sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite der Herbertstraße verschiedene Seemannskneipen gibt. Obwohl die Franzosen letztendlich vertrieben wurden nach der Umbenennung des Hamburger Bergs in St. Pauli, als diese 1833 Teil Hamburgs wurde, strengere Regeln für die Prostitution eingeführt. Trotzdem wuchs die St. Pauli-Rotlichtszene bis Ende der 1840er Jahre auf 19 Bordellen an, von denen die größten, wie die 4 Löwen, in der Davidstraße lagen. Hier standen junge Mädchen in Rücken und tief ausgeschnittenen Miedern auf der breiteren Veranda des Hauses zwischen Zaun und Eingang und lockten Männer in das Haus, wo sie nach Zahlung von 2 Schilling für Musik und Tanz ein Abkommen besprachen, das dann in einem Extrazimmer erfüllt wurde. Im Jahr 1900, während der nächsten Welle verschärfter Kontrollen, beschloss die Hamburger Stadtverwaltung, dass es an der Zeit war, ernsthaft gegen die damals unmoralischen Aktivitäten der Prostituierten in der Stadt vorzugehen und beschloss, dass von nun an nur noch Bordelle in der Heinrichstraße zugelassen werden sollten. Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, wurde die Lage noch schwieriger. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Und sein Bruder Heinrich, nachdem die Heinrichstraße ursprünglich benannt war, waren nicht gerade beliebt. Und so wurde der Straße nicht nur ein anderer männlicher Name gegeben, die Herbertstraße im Jahr 1922, sondern dies sollte da auch das Ende der Prostitution bedeuten.
wenn man bedenkt, dass die Nazis ein Jahrzehnt später, zu Beginn des Dritten Reichs, nur noch Seitenwände aufstellen konnten, um das zu verstecken, was damals als unmoralische Aktivitäten und asoziale Elemente angesehen wurde, dann waren diese Maßnahmen eindeutig unwirksam. Nach dem Zweiten Weltkrieg boomte das Sexgeschäft wieder, vor allem in den goldenen 60er und 70er Jahren, die mit dem deutschen Wirtschaftswunder einhergingen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Schild Zutritt für Frauen verboten aufgestellt. Der Grund: Frauen sollten davon abgehalten werden, die Straße zu betreten, um Sexarbeiterinnen anzuglotzen, die daraufhin manchmal mit einem Eimer voll mit irgendetwas überschüttet wurden. Doch die AIDS-Krise Anfang der 80er Jahre machte all dem ein Ende. Zwar erholte sich das Sexgeschäft wieder etwas, aber der Fall der Berliner Mauer nach der deutschen Wiedervereinigung 1990, der dazu führte, dass eine Welle ostdeutscher Mädchen nach der anderen den Markt überschwemmte, und das Aufkommen des Internets, das den Sexarbeiterinnen andere Möglichkeiten bot, ihr Gewerbe auszuüben, haben dazu geführt, dass der Trend in der Herbertstraße in den letzten Jahren zweifellos rückläufig war. Hallo Spaßsuchende und herzlich willkommen zu meinem Kanal Reeperbahn TV, wo wir uns mit dem damals und heute von Hamburgs Rotlicht- und Vergnügungsviertel beschäftigen. Also wenn du dich dafür interessierst, vielleicht überlegst du mal, den Kanal zu abonnieren. So, das war ein kurzer Blick auf der Geschichte der Herbertstraße. Wenn es dir gefallen hat, klicke bitte auf den Like-Knopf, um den Kanal zu unterstützen. In meinem nächsten Video, das bald erscheint, werden wir uns mit der Zukunft der Herbertstraße beschäftigen. Bis dahin, mach's gut.